German is a nice and multifaceted language. The sound of many words is so expressive that you can really feel the meaning by hearing or speaking the accordant term. Krieg, for example, is such a word. Krieg means war in English, and even though we have brave warriors in this country, as those guys from the mountain infantry in Mittenwald that like to perform rituals that change boys to men hard as iron. The newbies there have to eat pickled herrings and raw liver, and additionally they have to drink a lot of hard liquor if they want to work their way up. Even though we have such strong types in our country, at our parliament, nearly nobody is able to vocalize this one word, Krieg. For example, the Afghanistan deployment. In all other involved countries, this mission is called war. In Germany, our politicians say that we have to defend our interests also at the Hindu Kush. That was at the time when the deployment started. We had this red-green coalition, and they said that it was just a mission of stability. More or less, they sent our warriors there to help elder women crossing the streets and to show the kids in the kindergarten how to play with Lego. Later, they said that this Afghanistan deployment was a similar to war mission. Is similar to war something like to be a little pregnant? 2 days ago now, our Minister for Foreign Affairs, Guido Westerwelle, proclaimed a new era concerning this Afghanistan story. He said that it would be high time to call a spade a spade. And so he called this war an armed conflict. Okay, that's more than a similar to war situation, and that's more than a mission of stability, but still it's not called war. But presumably this new term is only suitable for easing the burden of the war horses that have to answer for the biggest German bombing since World War II that happened last year in Afghanistan. Why do these guys have these problems pronouncing this very simple word, Krieg? Is it really that hard to articulate? Maybe we can help them by joining an expert. Ja, es ist auch nicht so einfach. Ja? Wir müssen eine Menge Hindernisse überwinden im Mund. Ja? Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass sie das Maul aufmachen. Ja? Dass sie einfach ein bisschen Raum geben, wenn ich es mal so leger ausdrücken darf mit dem Maul. Ja? Also einfach den Raum hier hinten weiten, weil die Zunge da hinten sehr viel tun muss. Ja? Und als erstes, wenn der Mund offen ist, öffnen Sie, ja, und dann heben Sie die Zunge. Ja, spüren Sie den Widerstand und der Atem muss da durch. Ja, und mit dem Atem, der da durchgeht, bringen Sie die Sache ins Rollen. Krrr, krrr. Ja, und wenn Sie das ins Rollen gebracht haben, dann ist es auch nicht mehr das Problem, das I nach draußen zu lassen. Krieg. Aber das I ist der prägnanteste Vokal, den wir haben. Ja? Sehr penetrant, ja, sehr spitz. Krieg. Ja? Man kann den richtig. I. Ja? Krieg. Also durch diese ganzen Konsonanten hindurch muss dieser Vokal hörbar sein. Deswegen der Raum. Krieg. 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 Ja? Das heißt auch, der Vokal, das muss einen Sitz finden. Ja, wenn der Vokal hinter den Konsonanten zurückbleibt, dann haben wir nicht diese durchdringende Kraft von dem Wort. Das ist Krieg, Krieg, Krieg. Dann verschlucken wir das Wort fast. Es ist aber Krieg, Krieg. Ja, die Stimme muss ihren Weg durch diese ganzen Konsonanten finden. Am Ende haben sie wieder einen Widerstand. Und den müssen sie wirklich durch den Atem freigeben. Krieg, Krieg. Ja? Das wäre der Weg. Ist gar nicht so einfach. Nicht so einfach, klar. Ja. Wichtig ist vor allen Dingen auch nochmal, auch wenn Sie ein G schreiben, es hat relativ viel Härte und Kontur am Ende. Krieg. Krieg. Ja, ist nicht Krieg. Ja, man muss wirklich Kontur zeigen. Krieg.
Man nennt das Auslautverhärtung. And if even this cannot be helpful, we can provide another possibility. I will bring them all what they need to become as strong and brave as these mountain infantry guys from Mittenwald. By the way, our Minister of Defense, shortly called Futzk, was one of them too in the past. Shortly a dedication. Guten Tag, ich hätte hier einen kleinen Präsentkorb. Bitte? Bitte ausmachen, Kamera. Müssen wir ausmachen? Kamera. Warum? No, they don't want to let me in and they don't want to deliver these things to the parliamentary groups. They sent me to another address where the parliamentary group of CDU-CSU is located. Okay, next try. Nee, ich wollte nicht zum Karneval. Ich war schon beim Bundestag. Ich habe hier ein Präsent für die, unter anderem für die CDU-CSU-Fraktion, Ja. das ich überreichen wollte. Oh, das wird jetzt aber schwierig. Haben Sie da irgendwie explizit jemanden? Nö. Weil wir haben Karneval und es ist jetzt im Büro, wird da jetzt niemand sein. Und wenn Sie da explizit jetzt irgendwie. Oder kann ich das bei Ihnen lassen? Nee, bei uns können Sie es nicht lassen. Das ist nicht. Das ist auch nicht. Ja. Und wenn Sie das weiterleiten? Da müssten Sie während der jetzt Geschäftszeit nochmal vorbeikommen und da explizit mit einem Namen auftauchen, dann wäre das auch kein Problem. Was sind denn die Geschäftszeiten? Ja, man sagt so 8 bis 17 Uhr. 8 bis 17 Uhr, sonst ist keiner mehr. Nee, ansonsten ist keiner mehr im Büro erreichbar, wenn jetzt nicht gerade Sitzungswoche ist. Aber im Prinzip ab 17 Uhr ist erfahrungsgemäß. Ja, aber dieses ist nur eine verkürzte Sitzungswoche. Na gut, okay. Tut mir leid, also schönen guten Abend. Zum Karneval? Nobody wants to accept our present, although it was really well intentioned. And it was for all of them together. They could have deepened their broad agreement while drinking this hard liquor and eating all this shit. And wasn't it that broad consensus they were really hot for? All together? The media, the parties, all these big knobs. But at the end, I'm really not responsible for it. I gave my all to bring them together again and to civilize them. It wasn't meant to be. Maybe I will try again when Carnival is over.